Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur Wunderland Update. Und das ist ein ganz besonderes. Wir haben heute nämlich ein leuchtendes, ein fahrendes, ein schwimmendes und ein trauriges Thema. Und wir starten am besten mit dem leuchtenden Thema. Nämlich Nina ist in Monaco dabei, richtig viele Lichter an den Start zu bringen. Und deswegen sage ich einfach mal, Licht aus, Spot an! Ich stehe hier in Monaco. Hinter mir kann man schon einen Teil von Monaco leuchten sehen. Der andere Teil mit Monte Carlo muss leider noch angeschlossen werden. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Aber dieser Teil hier, das ist so ein bisschen die Innenstadt von Monaco. Den werden wir jetzt anfangen zu programmieren und zu dokumentieren. Wir müssen wirklich jedes einzelne Fenster in die Lichtsoftware einpflegen, damit wir in der Nacht sehr viel Spiel haben, dass immer ein bisschen die Lichtstimmung sich ändert und dass wir so ein bisschen Bewegung in der Anlage haben, am Tag sowie in der Nacht. Und das werden wir ja jetzt hier programmieren. Ich habe hier Monaco schon ein bisschen dunkel gemacht, damit wir uns die Fenster bestmöglich angucken können. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal an der Software. In Monaco werden wir später ca. 20.000 einzelne Lichtpunkte in der Anlage haben, die wir auf 133 Karten programmieren werden. Bedeutet, wir müssen wirklich jeden einzelnen Pin anmachen, gucken, welches Fenster darauf leuchtet und ihn dann in der Software einpflegen, damit wir später, falls wir einen Defekt haben in der Anlage, sofort wiederfinden können, auf welcher Karte und auf welchem Pin das Ganze liegt. Ich mache euch mal das ganze Licht hinter mir jetzt aus und mache euch mal ein paar einzelne Pins an und zeige euch, wie wir das Ganze programmieren werden. Wir müssen für jeden Pin einen Verbraucher zeichnen, bedeutet einen Lichtpunkt in der Anlage. Diese werden wir genau da machen, wo das Haus auch steht. Unser Hintergrundbild ist genauso wie die Anlage und jedes Haus hat eine eigene Nummer. Und die werden wir in den Verbraucher mit einschreiben, damit wir sofort wissen, welcher Verbraucher zu welchem Haus gehört. Sieht das nicht einfach toll aus, auch wenn es erst 50% der Lichter sind? Es ist immer so eine Art Abschluss von so einem Bauabschnitt, ausnahmsweise aber diesmal nicht, weil die Formel 1 ist noch nicht fertig. Wir hoffen einfach inständig, dass Gerrit und sein Team das irgendwie demnächst mal hinkriegen. Es ist es aber wert, darauf zu warten. Ein ganz anderes Thema. Ich stehe hier mitten in Patagonien. Man sieht noch nicht so viel, aber im Hintergrund laufen ganz viele Arbeiten. Und was ist natürlich in Patagonien ganz wichtig? La Trojita. Diese wunderschöne Schmalspurbahn Dampflok, die ganz durch Patagonien früher überall gefahren ist, heute zu touristischen Zwecken immer noch fährt. Das ist eine Herausforderung. Es gibt sie für unsere Anlage nicht. Das heißt, Stefan hat sich die Arbeit gemacht und hat angefangen, sie selbst zu zeichnen und selbst zu bauen. Schaut selbst. Ja, für unseren Südamerika-Abschnitt in Patagonien haben wir uns entschieden, die La Trojita-Bahn fahren zu lassen. Das Ganze ist eine H0E-Bahn, also Schmalspur. Im Vergleich, das ist H0, das ist H0E. Falls ihr da mehr zu wissen wollt, in einer der früheren Folgen gehen wir da noch mal im Detail drauf ein. Da es in H0E nichts zu kaufen gibt, was wir verwenden konnten, oder nur in Teilen, haben wir alles im Grunde selber konstruiert. Kaufteile im Grunde nur verwendet, beziehungsweise in diesem Fall die Drehgestelle. Und wir haben begonnen, gekaufte Loks umzubauen und neue Gehäuse zu entwerfen. Es war halt eine Entwicklungsphase, bis wir wirklich zu dem Ergebnis gekommen sind, was wir jetzt haben. Das Ganze passierte im Grunde anhand von uralten Zeichnungen. Ich habe hier so eine bemaßte Zeichnung. Das ist die Baldwin-Lok und hier von der Henschel gab es das auch. Und anhand von Fotos. Es wurden einige von diesen Loks restauriert. Die fahren heute noch rum und da konnte man anhand der aktuellen Fotos so ein bisschen was rekonstruieren. Ja, die Schwierigkeit dabei war wirklich, das Gehäuse so zu bauen, dass es auf gekaufte Lokomotiven drauf passt. Also dass das hier rot ist, ist noch von der alten Lok. Das wurde dann
im Grunde so weggeschnitten, dann das Neue hier dran. Und ja, den maßstäblich so hinzubekommen, dass es stimmig ist mit den Figuren und der restlichen Umgebung. Und diese ganzen kleinen Nietverbindungen, die hier am Kessel und am Tender sind, die so zu zeichnen, dass sie nachher auch noch zu sehen sind, weil das Ganze ist in Polyamid gedruckt und das Polyamid hat eine Toleranz von 6/10. Alles, was kleiner ist, kann man nicht sehen. Ja, und deswegen muss das entsprechend überdimensioniert werden, dass es nachher im Modell auch noch zu erkennen ist. Ursprünglich sollte der gesamte Zug von der Lok gezogen werden, aber im Testbetrieb hat sich gezeigt, dass die Lok nicht stark genug ist, um Steigung zu fahren. Und da haben wir eine stärkere Lok gefunden, die wir jetzt als Güterwagen tarnen. Das ist dann praktisch dieses Modell, so wird das aussehen und das ganze Ding schiebt dann später die Lok vor sich her, beziehungsweise zieht die restlichen Güter- und Personenwagen hinter sich. Wir haben eine ganze Menge Wagen konzipiert, zum Beispiel 3 verschiedene Personenwagen mit unterschiedlichen Fenster- und Dachanordnungen. Dann gibt es verschiedene Güterwagen. Die unterscheiden sich auch in erster Linie über die Fenster. Und ja, dieser hier war in der Sammlung von Güterwagen mit bei, ist aber eigentlich ein Personenwagen. Das Ganze ist aufgrund von diesem Bild hier entstanden. Und ja, im Grunde ist alles anhand von Fotos dann gezeichnet und entsprechend in der Höhe und Breite angepasst, dass es zueinander harmoniert. Dann haben wir noch einen Kesselwagen und Wagen für verschiedene Güter, hier mit Seitensicherung und auch geschlossen wie ein Viehtransport. Unter anderem auch schon gleich als, ich sage jetzt mal, Gerippe, weil wir auch ein paar Geisterzüge bauen wollen. Da gibt es dann Varianten, dass man nicht ganz so viel kaputt machen braucht. Dann kann man gleich diese Variante hier nehmen, um einen kaputten Geisterzug sozusagen darzustellen und muss hier nicht alles rausdremeln. Ja, und genau, das ist hier das letzte Modell. Ja, der Gerhard hat dann noch dieses Bild hier gefunden von diesem Kranwagen oder von der Kranlok. Und die wollten wir natürlich auch ganz gerne noch haben und haben dafür aber eine fertige Lok genommen. Die habe ich dann in den Scanner gelegt, um die groben Maße zu bekommen und habe dann hier dieses Gestell konzipiert, was dann einfach auf das Gehäuse draufgeklebt wird. Das ist auch schon fertig gebaut. Die fährt dann bei uns so lange, bis sie kaputt ist und wird dann Standmodell. Also die ist nicht so geplant, dass sie wirklich im Dauerbetrieb läuft. Das ist das Besondere an diesen fernen Abschnitten. Es sieht halt alles nicht gleich aus. Es gibt ganz verrückte Lokomotiven. Ich bin so gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da gibt es ja noch viel zu bauen. Ich bin jetzt hier in den tiefsten Ecken des Schattenhafens. Darf ich vorstellen? Ich bin Frederik und das ist Heike. Und Heike hat ein Leck. Es läuft alles voll mit Wasser und das muss repariert werden. Das ist unser Alltag hier bei uns im Wunderland. Es sind so viele Köpfe inzwischen damit beschäftigt, das, was kaputt geht, jeden Tag wieder heil zu machen. Und deswegen könnt ihr mal über die Schulter schauen, wenn Holger Heike heil macht. Ich versuche mir jetzt mal gerade den Weg durch die Menge zu bahnen, weil Freddy hat gesagt, dass die Heike leck ist. Schauen wir mal nach. Ne? Ich hole mir das Ding jetzt nach unten in meine Werkstatt und dann gucke ich mal, was da los ist. Ne? So, mal sehen, vielleicht schaffe ich das hier auch. Im Zweifelsfalle haben wir ja unsere Klinge hier. So, zumindest bin ich heil angekommen. So, ich habe dem Kapitän gesagt, er kann mir mal gerne die Heike nach vorne fahren. Fahren tut sie ja noch, aber irgendwas ist halt eben komisch und deswegen hole ich sie mir jetzt nach unten in die Werkstatt. Und da irgendwas mit dem Strahlruder nicht ganz richtig ist, werde ich mir das Ding jetzt angeln müssen. Jetzt wollen wir mal sehen, warum da Wasser drin ist. Ja, so ein bisschen haben wir doch drin, ne? So, dann holen wir uns das Teil mal raus. Wir haben hier unser Strahlruder vorne drin. Das Strahlruder dient dazu, dass das Schiffchen über den Bug nach links und rechts, Backbord, Steuerbord, halt eben fahren kann, dass wir es überhaupt lenken können. Oh ja, wie wir sehen, haben wir hier schon Rostansatz. Und das heißt, hier ist irgendwie
in das Strahlruder Wasser reingekommen, beziehungsweise hier zwischen. Das heißt mit auf die Achse, das sehen wir hier. So, da tausche ich hier jetzt und dann hoffe ich, dass die ganze Geschichte wieder dicht ist. Ne? So, das ist hier das alte Strahlruder. Da löte ich mir jetzt die Drähte ab, die brauche ich ja wieder, weil da der Stecker dran ist. Alt weg, neu ran. Ich habe hier mal so ein Teil, was wir hier in die Schiffe einbauen. Das ist das Strahlruder in Kombination mit diesem Motor. Ganz einfache Geschichte. Der Motor sitzt hier drin. Hier ist ein Pedal, das dreht sich. Und hier sind Austrittsöffnungen. Und wenn diese ganze Geschichte im Rumpf steckt, dann wird einfach der Strom hier eingeschaltet und das Pedal dreht sich. Und das Wasser wird entweder von links nach rechts oder von rechts nach links gepumpt. Wir hatten früher andere Strahlruder, die konnte man leider auch nur einlaminieren, also fest verbauen im Rumpf. Problem dabei, die Schrauben waren unten. Und wenn man das Strahlruder so eingebaut hat, weil der Motor ja nach oben gucken muss, dann kam man an die Schrauben nicht mehr ran. Da so ein Strahlruder bei uns aber nur maximal, sag ich, 1 Jahr durchhält, bei dem Betrieb da oben, 12 Stunden ungefähr so durchschnittlich pro Tag, waren wir sehr glücklich, dass wir diese Lösung gefunden haben. Hier brauchen wir nämlich nur dieses Ding einzulaminieren, also fest im Rumpf zu verbauen, und da bleibt es auch. Was jetzt nur ausgetauscht wird, ist der Motor. Der sitzt hier, ist mit 4 Schrauben dann fixiert und man kann ihn ganz einfach tauschen. Wupp. Wasser sucht sich seinen Weg und Freddy hatte recht, das Schiff war leck. So, und damit es auch ein bisschen länger dicht bleibt als von heute bis gestern, habe ich hier mein Silikonfett. Das ist nicht auf Ölbasis, sondern auf Silikonbasis. Und das Schöne ist, das greift das Plastik nicht an. Und so baue ich das jetzt wieder ein. So, nun habt ihr mal mitgekriegt, wie so ein Strahlruder ausgetauscht wird. Klar, über 17 Jahre sind die Schiffchen zum Teil jetzt im Einsatz. So langsam lässt auch der Kleber nach. Also es gibt immer wieder was zu tun an den Schiffen. Und das sichert mir für die nächsten Jahre auf jeden Fall noch meinen Job. Ja, da seht ihr mal, was alles immer wieder kaputt geht im Wunderland und jeden Tag repariert werden muss, hat Holger aber doch super hingekriegt. Ich sitze jetzt hier mit Klaus. Das ist für mich ein schlechter Anlass und für Klaus, glaube ich, ein schöner Anlass. Ach ja, es geht. Denn nach 14 Jahren verlässt du uns in den Ruhestand. Und das ist jetzt, glaube ich, schon das 7. oder 8. Mal, dass wir jemanden aus dem Team verlassen mussten, beziehungsweise uns verlassen hat, weil der Ruhestand naht. Da merkt man, 21 Jahre sind wir jetzt schon alt. Es ist ja der Zahn der Zeit, ne? Wie fühlst du dich denn? Du hattest gestern deinen letzten Tag. Ja. Wie war Ja, das? so ein weinendes und ein lachendes Auge. Also was ich überhaupt nicht vermissen werde, ist die Parkplatzsuche und das frühe Aufstehen. Das ist eine Katastrophe hier, aber ich komme leider nicht anders her. Aber ansonsten... Was hast du denn alles gemacht? Hier, Ich weiß das ja alles, aber unsere Zuschauer wissen es nicht. Da habe ich sehr viel Oberleitung gemacht. Ich bin eigentlich eingestellt worden, um mal Schienen zu legen. Das hat auch prima geklappt. So 4 Meter ungefähr habe ich mal gelegt. Und dann kam Wolfgang und hat gesagt, ich mache das. So ungefähr. Ich zeige dir das mal eben. So. Oh, na gut, okay. Nein, du kannst ja mal mit der Oberleitung anfangen. Was ich auch tat. Zu dem Zeitpunkt wusste er aber nicht, dass ich das mal 1:1 gemacht habe. Ja, aber in den letzten Jahren hast du auch noch ganz andere Sachen gemacht, ganz verrückte Sachen. Was hast du am meisten in Erinnerung? So dein besonderstes Kunstwerk oder? Schön waren so Neuentwicklungen. Das hat richtig viel Spaß gemacht, weil wir haben hier ein Problem. Ja, dann müssen wir das irgendwie lösen. Zum Beispiel unsere Flügelsignale. Das war mir so ein Gefummel. Erstmal gingen die häufig kaputt. Zum Zweiten genau diese Dinger. Zum Zweiten hatten wir unten einen Antrieb dran, den man so kaufen kann. Das kannst du vergessen, das ist Spielzeug definitiv. Und da hatte Flo mal was entwickelt. Das war auch alles schön und gut, aber viel zu kompliziert. Und ich habe gedacht, das geht nicht. Und dann habe ich mir das überlegt, so eine kleine Röhre, 16 mm Durchmesser. Und jetzt kannst du das rausnehmen, ziehst den Stecker ab, baust das nächste einen Stecker ran, wieder eingebaut, fertig. Kein Gefummel, nichts.
Und diese Entwicklung mit den Mikroschaltern drin, dem Motor mit einer Gewindestange und so weiter, das war richtig schön, das hat Spaß gemacht. Ja, das haben wir natürlich öfter, ne? Dass wir hier irgendwelche Sachen haben, die eigentlich für den Hobbykeller gebaut wurden, bei uns aber 12, 13, 14 Stunden, 365 Tage im Jahr funktionieren muss. Und dann ist es eigentlich ja schon super, wenn es einen Monat hält, wenn man die Stunden sich ausrechnet, für uns aber nicht. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie lange halten die denn jetzt? Also das erste, was wir eingebaut haben, ist vor 3 Jahren reingekommen. Das habe ich einmal rausgenommen zum Kontrollieren, einen Tropfen Öl reingemacht. Das läuft immer noch. Wow, Wahnsinn. Ja, da seht ihr mal, warum ich ein weinendes Auge habe. Für uns ist es nämlich ganz, ganz traurig. Erstens die Art und Weise, wie Klaus das bei uns alles gemacht hat und entwickelt hat und dann auch als Mensch ihn zu verlieren. Wir verlieren ihn ja nicht ganz, er wird hoffentlich noch vorbeikommen. Ach, klar. Aber wie nutzt du deine Zeit jetzt? Ich weiß es schon, ich finde das nämlich mega und das ist echt eine Geschichte, was Klaus eigentlich so in seinem anderen Leben macht. Ja, ich fahre noch ein bisschen mit alten Autos im Kreis. Zum Beispiel macht auch tierisch viel Spaß. Ich habe irgendwann, vor über 40 Jahren, habe ich meinen Renner gekauft. Habe ihn zu Schanden geritten, habe ihn neu aufgebaut und dann gesagt, so. Und dann fand ich das immer toll, diese Kleinwagen, wenn die da auf der Rennstrecke unterwegs sind, das machst du auch. Und dann habe ich es gemacht. Ich habe es einfach durchgesetzt, habe mich da so Stück für Stück rangetastet und das mache ich jetzt schon seit fast 30 Jahren. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob ich Klaus ein Versprechen aus den Rippen leier, dass er doch noch nicht geht, denn ich weiß, dass er ein ihm ja sehr am Herzen liegenden Projekt nicht fertig gekriegt hat. Was ist denn das? Das ist meine Monorail. Und wann wird die fertig? Dazu müsst ihr erstmal Patagonien bauen. Und wer macht die fertig? Das Fahrzeug steht, es funktioniert, es läuft. Wir haben eine Probestrecke drüben aufgebaut. Fällt auch nicht um, läuft tatsächlich auf dieser einen Schiene. Und ich habe mich dann so durchgefragt, weil von Elektronik habe ich keine Ahnung, auf gut Deutsch habe ich Sascha gefragt. Und der sagt, bauen wir einen Kondensator ein, brauchen wir keinen Akku, keinen schweren rein. Wunderbar. Für die Ladestation habe ich mir auch was überlegt. Das habe ich mit unserem Thomas aber schon besprochen. Und er baut die jetzt weiter. Ich werde ihm aber auf die Finger gucken. Das heißt, du hast das wirklich alles abgegeben? Ich habe das tatsächlich abgegeben, ja. Oh. Es bleibt aber noch mein Projekt und ich werde mit Sicherheit hier öfter mal aufschlagen und mir das mal angucken. Das gibt's ja nicht. Also, ich wünsche dir alles, alles, alles Gute für deinen Ruhestand. Ist es ein Ruhestand? Ich habe ja das Gefühl nicht. Für deinen nächsten Lebensabschnitt könnte man sagen. Und ich danke dir echt von Herzen für 14,5 Jahre Wunderland. Die sind unersetzlich, was du hier geleistet hast. Also diese Jahre werde ich mit Sicherheit als allerletztes vergessen. Das wäre echt toll. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit. Ja, das war's heute wieder mit dem Wunderland-Update. Waren echt viele interessante Themen. Ich glaube, wer bis hier geblieben ist, hat ein tolles Update bekommen. Und ja, das war's für heute. Macht's gut, bleibt gesund und munter und freut euch auf einen schönen Herbst. Tschüss!